Moin Moin hier aus dem Headquarter in Hamburg. Herzlich willkommen, Sebastian, herzlich willkommen an dich. Moin Moin. Ja, für die, die ihn nicht kennen sollten, was natürlich nicht der Fall ist, aber Sebastian Sauer hat eine Firma, Sauer und Tröger, und stellt Noppenbelege her. Das sind spezielle Tischtennisbelege, und heute geht es darum, wie man gegen diese Belege spielt. Der erste wichtige Tipp, den ihr beherzigen solltet und was ihr im Repertoire haben solltet, ist ein langer, leerer Aufschlag in die Noppe, in den Glanti, in den Anti hinein. Denn das ist sehr, sehr effektiv. Ihr bekommt einen Ball wieder, der hat meistens nicht ganz so viel Schnitt. Und bei dem Aufschlag ist es auch so, da muss gar nicht so viel Tempo gespielt werden, sondern manchmal reicht es auch, den Ball zwar lang und schnell lang zu spielen, aber nicht allzu schnell. Dann kommt der Ball ein bisschen, hoffentlich, je nachdem gegen wen ihr spielt, ein bisschen entspannter zurück und ihr könnt euch schön stellen und eine Rakete abfeuern. Genau, ganz wichtiger Punkt. Möglichst wenig Rotation in den Ball reingeben. Ja? Wenn du sehr viel Schnitt in deinen Aufschlag gibst, kommt tendenziell umso mehr zu dir zurück, was du nicht gut leiden kannst. Ja. Dennoch nicht immer den gleichen Aufschlag machen, weil viele machen dann auch den Fehler, die machen dann immer diesen Rollaufschlag. Ja. Und dann weiß ich als Materialspieler ja auch immer wunderbar, okay, ich kann mich darauf einstellen, wird auch wieder leichter für mich. Genau. Also schon ein bisschen variieren. Man kann auch mal zwischendurch einen Aufschlag machen, der einen guten Schnitt hat. Ja, Platzierung ganz wichtig, mal in Vorhand, mal in Rückhand rein. Also nicht immer das Gleiche machen, aber wie du es gesagt hast, möglichst wenig Rotation in die Aufschläge rein, damit möglichst wenig auch wieder zu dir zurückkommt. Genau. Erster Punkt, lange, leere Aufschläge. Der zweite wichtige Tipp von uns an dich ist, dass du auch mal rotationsarm ins Material spielst. Denn, Hand aufs Herz, was wirkt für dich entspannter? Das oder? Oh, ja, nein, sorry. So, ne, ich reiß mir hier die Schulter aus. Ich hoffe, den Sound kann man irgendwie, das komische Gestöhne kann man irgendwie ein bisschen rausnehmen. Aber ganz wichtig ist, dass ihr da auch mal wechselt. Aber häufig ist es so, dass immer mit zu viel Qualität reingespielt wird. Und da solltet ihr ein bisschen wechseln. Mal mit viel, mal mit wenig. Aber auch gerade, ihr habt gesehen, zum Beispiel der eine Ball, der war ein bisschen kürzer. Eigentlich super gefährlich, aber dadurch, dass ich vorher nicht so viel Rotation reingegeben habe, konnte ich den auch locker nochmal wieder rüberspielen. Ja, einfach zu merken, wenn du relativ wenig Schnitt und Rotation ins Material reingibst, also in die Noppe oder den Antitop, dann kommt tendenziell auch weniger zurück zu dir. Wenn du sehr viel Rotation reingibst, dann bekommst du tendenziell viel mehr Schnitt zurück. Und das ist das, was du ja gar nicht haben möchtest. Dritter Punkt, Rhythmuswechsel. Auch wenn du gegen Material spielst, ist es unheimlich wichtig, den Rhythmus zu wechseln. Ich kenne ganz viele Spieler, die spielen wunderbare Angriffsbälle, die spielen die aber immer mit dem gleichen Tempo. Ja. Jetzt guckt er mich so an, aber ja, ich bin's nicht. Ja. Aber ja, und dann kann sich der Materialspieler ja wunderbar darauf einstellen. Auch wenn der Ball eine gute Qualität hat, irgendwann kenne ich den Ball, weiß genau, wie der kommt, kann mich wunderbar hinstellen und antizipieren, was kommen wird. Auch da ist es viel gefährlicher für mich, wenn du einen Ball mal bewusst ein bisschen schneller spielst und mal ein bisschen langsamer. Ja, und auch hier, das muss wieder nicht der Unterschied sein von 5% auf 150, ja, sondern da reichen kleine Unterschiede schon. Mal einen Ticken schneller, mal einen Ticken langsamer. Ja, mal ein bisschen andere Flugkurve und so weiter. Aber dieser Rhythmuswechsel ist wirklich auch für mich, wenn ich gegen Material spiele und auch eigentlich beidseitig. Ne? Wenn der Materialspieler immer ein Tempo spielt, dann kann ich mich gut drauf einstellen und habe eine gute Distanz zum Tisch, die ich nicht großartig verändern muss. Wenn der Materialspieler mich vor und zurück holt, dann habe ich auch Probleme und muss mich immer gut neu positionieren. Und genau das gilt auch gegen das Material, dass man auch das versucht, ne? Dass der mal nach vorne kommen muss, mal ein bisschen länger spielt, mal einen Rhythmus ändert. Ja. Genau, glaube ich, ganz wichtiger Punkt. Und unser Punkt Nummer 3.
Simon, wie machst du das eigentlich, wenn du gegen Materialspieler spielst? Hoffentlich ganz gut, aber wenn ich gegen Material spiele, ich gucke mir immer an, wie steht der das Material spielt. Und für mich ist halt auch immer ganz wichtig, kurz Vorhand und lang Rückhand zu mischen, mit lang Vorhand und kurz Rückhand. Wobei kurz muss man immer ein bisschen aufpassen, weil viele Leute oder die Noppe insgesamt, wenn man kurz spielt und da vielleicht auch ein bisschen Rotation ist, kriegt man teilweise einen sehr gefährlichen Ball. Da muss man ein bisschen aufpassen. Aber beispielsweise, wenn jetzt jemand steht und den klassischen Drücker hier macht und die Bälle so gefährlich spielt, dann schaue ich immer, dass ich auch die tiefe Rückhand gerade mit einbaue, weil ich das Gefühl habe, wenn ich in die Vorhand spiele und es mal nicht schaffe, tief in die Vorhand zu spielen, fühlen die Noppenspieler sich teilweise hier wohler als hier. Ja? Und das heißt, ich schaue auch immer, dass ich ihn vielleicht beim Aufschlag einmal rüberziehe und dann den nächsten Ball in die tiefe Rückhand Das ist eine gute so, Taktik. Ja? Also es ist tatsächlich bei jedem Spieler so ein bisschen anders. Es gibt aber zwei typische Platzierungen, die nicht so gern genommen werden. Wohl fühlen sich die meisten Noppenspieler, ich sag mal, alles, was so vor dem Körper ist, bisschen rechts, bisschen links, da komme ich wunderbar hin mit der Rückhandseite auch. Wir bleiben jetzt bei Rückhandseite. Ja? Wo es ein bisschen schwieriger wird, wenn der Ball relativ weit in Vorhand rauskommt, über den Ellenbogen hinaus. Ja. Da gibt es aber einige, die kriegen das ganz gut hin, dann auch die Vorhandseite zu nehmen. Zweiter Punkt, der häufig noch schwieriger ist, wird gar nicht so oft drüber gesprochen, aber ist die ganz weite Rückhandseite. Ja, bis zum gewissen Punkt komme ich da noch hin, aber irgendwann stehe ich mir ja fast selbst im Weg. Wenn der Ball weit in Rückhandseite ist, komme ich hier gar nicht mehr sauber hin und das ist sehr unkomfortabel. Kann ich als Noppenspieler natürlich lösen, indem ich auch einen gewissen Schritt gehe, um wieder dahinter zu sein. Aber im Eifer des Gefechts, wenn es sehr, sehr schnell geht, schafft man es ja nicht immer. Das machen wir andere Spieler natürlich. Ganz schnell einmal da, einmal da. Nicht, dass hier die Noppenspieler da so ganz schön sich dahinter stellen können. Ne? Aber generell ist auch wichtig bei der Platzierung, was du auch gesagt hattest, dieses Spielen vorm Körper ist angenehm. Alles, was seitlich passiert. Und wahrscheinlich auch immer so diese Klassiker, nicht zweimal auf einen Fleck spielen, sondern mal auf die linke Seite, mal auf die rechte Seite. Genau, natürlich kann ich mich einstellen als Noppenspieler, indem ich mich bewege. Du machst mir das Spiel, aber das Leben machst du mir viel, viel schwerer damit einfach. Ne? Indem ich gezwungen werde, Schritte zu gehen und nicht jeder macht's. Und dann kommen auch manchmal solche Dinge hierbei raus. Leute, das ist natürlich Käse. Unser 5. Tipp an dich ist, sich den Ball auszusuchen. Nicht wild auf irgendwelche Bälle rauftrümmern oder irgendwie einfach sagen, okay, den mache ich jetzt und egal wie der Ball kommt, den Ball raufknallen, sondern sucht euch den richtigen Ball aus. Mein damaliger Landestrainer, schöne Grüße an Olli Alka an dieser Stelle, musste mich als ein oder andere Mal ermahnen, denn ich bin tendenziell so ein Spieler, der relativ viel auf die Bälle rauffeuert. Und dann habe ich immer böse Blicke bekommen, wenn ich mir den falschen ausgesucht habe. Und es gab auch die ein oder andere Laufrunde, die ich dann machen musste. Aber ich habe es gelernt und ganz wichtig ist wirklich, dass ihr euch den Ball aussucht, schön vorbereitet und zum Beispiel mal mit ein bisschen weniger Qualität, mit ein bisschen weniger Tempo ins Material reinspielt. Dann kriegt ihr meistens auch einen mit ein bisschen weniger Tempo und ein bisschen weniger Qualität zurück. Und dann könnt ihr schön auf den Ball abfeuern. Ganz genau richtig. Das sind für mich fast die liebsten Gegner. Manchmal auch Gegner mit unfassbar hohem Niveau, die es aber nicht schaffen, mal einen lockeren Ball zwischenzuspielen und den richtigen Ball rauszusuchen, durch Vorbereiten, wann es denn passt, sondern die einfach jeden Ball voll draufhauen. Ich hatte auch selber mal gegen jemand gespielt, der hat sogar international für Japan gespielt und der ist extrem untergegangen gegen mich, weil der hat einfach versucht, jeden Ball draufzuhauen. Wenn es nicht klappt, der nächste am besten noch fester, anstatt einfach 2-, 3-mal ein bisschen lockerer zu spielen und dann den richtigen sich auszusuchen. Wir können das ja jetzt mal machen, wie man es besser macht. Ja, genau. Ja? Genau, ruhig 1, 2 Mal ein bisschen lockerer. Ja. Dann macht ihr den. Oh, der war gar nicht so einfach, was du da gemacht hast. Ja? Aber wir können auch noch mal einen anderen spielen. Oh, wir kriegen sogar einen Ball. Ja? Wir kriegen sogar einen Ball. Wunderbar. Ja? Genau, 2-, 3-mal ein bisschen lockerer. Und jetzt stehst du richtig und kannst den Ball voll durchfeuern. So, Leute, einschupfen, einziehen, 6. Tipp für dich. Für uns war es wichtig, das auch nochmal herauszukristallisieren, dass es wichtig ist, nicht immer nur in die Noppe zu ziehen oder nicht immer nur den zu spielen, sondern mal einziehen, mal einschupfen. Es ist viel schwieriger,
wenn ihr einen gezogen habt, dann kommt ganz viel Schnitt meistens auf euch zurück, auf euch zu und dann müsst ihr halt mit ganz viel Effet wieder hochziehen und dann kommt tendenziell halt noch mehr Schnitt zurück und es ist für die Noppe auch nicht so schwierig, sage ich mal, diese Qualität, die da ankommt, zurückzuspielen. Na klar ist es auch schwierig, aber die Noppe mag, das hatten wir ja auch schon, das nicht, wenn leere Bälle kommen und dann ist es vielleicht auch gar nicht mal verkehrt, einen Ball zurückzuschupfen. Ja, für mich als Noppenspieler ist es ganz toll, wenn man einen Gegner hat, der jeden Ball ziehen möchte. Dann machst du meistens auch unheimlich viele Fehler dabei. Du machst das aus einer schlechten Position heraus, ja. Stehst schlecht zum Ball. Viel einfacher für mich als gegen einen Gegner, der wieder versucht, wie wir es vorher gesagt hatten, sich die Bälle vorzubereiten, was er damit auch macht. Ja? Dass der einen Ball angreift, einen nur legt. Ja. Einen angreift, einen nur legt. Damit kontrollierst du den Ballwechsel auch. Plus die Bälle, die du gezogen hast bei mir in die Noppe, die kommen tendenziell ja auch mit viel Schnitt wieder auf dich zurück. Die Bälle, die du nur rüberlegst, die kommen von mir ja auch etwas braver und etwas leerer zurück, wo du dann dir den Ball gut ausgesucht hast und dann noch besser draufgehen kannst in der Folge. Ne? Genau. Ja. Und auch an der Stelle nochmal der Tipp, dass ihr den Ball nicht zweimal dann auf einen Fleck spielt, sondern vielleicht auch mal einen zieht und jetzt den Schupfball nicht wieder diagonal in die Rückhand zurückspielt, wo ihr gerade vorher hingezogen habt, sondern dann vielleicht auch mal den Schupfball euch vornehmt, den tief in die Vorhand zu spielen. Ne? Dass wir da so ein bisschen Sachen haben, dass ihr mal so einspielt und den Ball mal anders platziert. Ja. Weil auch den kann man ja mit guter Qualität spielen, den Schupfball. Weil viele denken immer, Schupfen ist nur rüberlegen. Auch den Schupfball kann man mit Qualität spielen, schön platzieren und dem anderen das Leben schwer damit machen. Da kommt ja auch immer wieder die Nachfrage, ja, wenn ich gegen einen sehr guten Gegner spiele und lege den Ball nur hin, dann greift er ja an. Da kann ich nichts machen. Sage ich immer mit so einem Schmunzeln dazu, irgendwann ist der Gegner vielleicht auch besser, als ich es bin. Ja? Das kommt auch manchmal vor. Aber ich kann den Schupfball ja auch platzieren, wie ich gesagt habe. Mein Rückhand, mein Vorhand und dann sieht das Ganze schon wieder ein bisschen anders aus. Genau. Und ich als Angriffsspieler muss halt sagen, ich kann meistens Raketen durchfeuern, wenn ich weiß, was da am Tisch passiert. Wenn ich rumlaufen will, aber wenn jetzt mir plötzlich einer tief in Vorhand spielt, obwohl ich mir jetzt was ganz anderes vorgenommen habe, dann wird es halt auch für mich schwieriger. Ne? Also wenn ihr es so habt, dass euch die Schupfbälle um die Ohren fliegen, dann platziert die Bälle ein bisschen anders oder wenn es gar nicht anders geht, müsst ihr vielleicht auch mal zweimal hintereinander ziehen. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal und folgt auch Sauer und Tröger. Ne? Ihr habt ja einen Instagram-Kanal, bietet viel Mehrwert. Du schreibst ja auch ab und zu mal Berichte, wie man trainieren soll. Genau, wir laden einiges hoch. Wir freuen uns. Genau, und dann geht's ab. Bis demnächst. Ciao.